Weiter geht's beim Football Manager mit Heidenheim. Wir machen heute die beiden Spiele in der Bundesliga und zwar spielen wir an einem Sonntag gegen Leverkusen und am nächsten Spieltag dann zu Hause gegen Union Berlin. Ich bin sehr, sehr gespannt gegen Dortmund. Das war zu erwarten, da haben wir nicht viel mit zu reden gehabt. Aber dafür gegen Bremen zu Hause 3-0 gewonnen. Wir sind jetzt momentan 10. Die anderen Teams haben ja alle schon gespielt. Köln unter anderem, die sind auch zurzeit richtig gut drauf. Gewinnen in Bremen, Union gewinnt, ja, Bayern gewinnt. Keine Überraschung. Dortmund gewinnt gegen Wolfsburg. Die stehen auch eher unten mit drin. Und ich bin sehr, sehr gespannt gegen Leverkusen. Das wird vermutlich so wie in Dortmund werden. Habe ich so im Gefühl. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass wir da wieder eine Klatsche kriegen. Also zumindest Nachrichten zum Spieler der Woche. Davy Selke. Also wenn Davy Selke Spieler der Woche ist, dann weißt du schon, ja, wie die Saison hier verläuft. 3 Tore hat er gemacht. Alles klar. Also rein ins Spiel. Fitnesstest. Alle sind hoffentlich soweit fit. Tim Kleindienst vorne. Jetzt gucken wir mal hier wieder den Ratschlag vor dem Spiel. Gegneranweisung umsetzen. Hinkapje pressen und Granit Xhaka hart, aber fair tackeln. Hier, das ist die Truppe von Leverkusen. Boniface, Adli. Ich sehe keinen Florian Wirtz. Muss der dann verletzt sein oder keine Ahnung? Aber es ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass der nicht spielt. So, Anweisung hinzufügen. Gegenpressing. Ja, können wir machen. Jan Schöppner ist ja auch, glaube ich, in die Auswahl reingerutscht, oder? Nee, warte mal. Aufstellungsempfehlung. Doch, wir hatten hier Schöppner. Genau, wieder rein, nachdem er ja rot kassiert hat in Dortmund und gegen Bremen gefehlt hat. Alles klar. Ansonsten, ja, alle soweit fit. Mein Kassiersleben, die gewohnte Aufstellung. Rein geht's. Und dann gucken wir mal, was wir in Leverkusen reißen können oder halt auch nicht. Vielleicht kassieren wir da auch wieder eine Klatsche. Ich hoffe aber nicht, dass wir uns da ein bisschen anders präsentieren. Vielleicht muss ich ganz anders irgendwie reinrufen. Ich mag diese Elf. Florian Boller. Tolle Nachrichten, dass Siersleben von Beginn an spielt. Lisa Marseiler. Da sind dort glatt mal 2 Leute vor dem Fernseher ein bisschen glücklicher. So, rein in die Kabine. Sind momentan noch alle gelassen. Dann gehen wir rein. Spielvorschau. Willkommen in der Bayer Arena. Sieht aus wie das andere Stadion. Überspringen. Und dann gehen wir rein. Wir machen mal von Anfang an Konzentration. Ich hoffe, dass das die Leute nicht irgendwie beeinflusst. Warum auch? Also das verstehe ich nach wie vor nicht, warum, wenn man was reinruft, die Leute verunsichern soll. Jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft gegen Leverkusen. Das erste Highlight gehört uns vielleicht, ja, außer wir verlieren jetzt den Ball, aber wir kommen anscheinend ganz gut durch die Mitte, dann über außen. Busch hat sehr, sehr viel Platz und Radetzky mit der ersten Parade. Also wir melden uns an. Die Ecke, die nehmen wir natürlich auch noch mit von Beste. Vielleicht findet er Kleindienst oder irgendwen anderen. Nee, Dingshi. Ja, Szene ist immer noch heiß. Läuft immer noch. Föhrenbach. Ah, keiner in der Mitte. Und nochmal ein Eckball. Wir machen Druck. Also die ersten 5 Minuten gehört hier uns. Busch von der anderen Seite. Komm, wir haben doch eigentlich Ecken trainiert. Da möchte ich auch mal was sehen. Ja, Kleindienst immerhin. Ein erster Kopfball aufs Tor von Radetzky. Also die ersten Aktionen gehören uns hier. 2 Schüsse. Einer davon aufs Tor. Es sieht gut aus. Jonathan Tah wird von Dennis Eitekin, okay, verwarnt. Also gelbe Karte. Leverkusen ist auch mit dem ersten Schuss, aber nichts Zeigenswertes, glaube ich. Scheint sich viel im Mittelfeld abzuspielen. Bislang noch nicht viel. Oh, Müller da sehr weit draußen. Da habe ich ja immer so ein bisschen Schiss, dass der doch irgendwie den Ball verliert. Aber anscheinend kriegen die das hier momentan ganz gut gebacken. Dingshi, Schöppner. Gimba kann es mal probieren. Ja, immerhin. Radetzky ist da. Was ein Spielzug von Heidenheim. Daran können sich andere Mannschaften noch ein Beispiel nehmen. So hat sich das jetzt gelesen. Aber Leverkusen kommt jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Oh, Boniface, mein Lieblingsspieler von Leverkusen. Den hätte ich gern bei der Eintracht gesehen. Und es wäre auch möglich gewesen. Oh, Adli. Und da ist es passiert. Ah, oder? Warte, Schiedsrichter. Aber es war kein Abseits, oder? Oder doch? Würde ich nehmen. War aber kein Abseits. Muss man doch ehrlicherweise zugeben. Hier, da haben sie einmal schnell gespielt über die Lücke oder beziehungsweise über die Mitte. Ja, sah aus der Position ein bisschen knapp aus, aber Adli ist dann eiskalt vor Müller. Schade, schade, schade. Was können wir da nochmal zurufen? Mehr fordern vielleicht? Weiß ich nicht. Beruhigen, Konzentration. Mal anfeuern. War also ganz knapp leider kein Abseits. Stopp, einmal kurz auf Pause hier. Wir hatten zwar einige Tormöglichkeiten, doch die meisten wurden aus der Distanz abgegeben. Teamanweisungen hinzufügen, Geduldig spielen. Ja gut, wenn wir halt den Platz haben, haben sie halt geschossen, ne? Vielleicht bringt es ja was, wir gucken mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Oh, stopp. Benedikt Gimba
etwas abbekommen. Er muss Norman teuer Kauf rein. Jetzt kommt das natürlich auch dazu, wenn sich hier Leute verletzen. Aber natürlich kein Problem. Wir sind auf dem 11. Platz abgerutscht, aber da sehe ich gar nicht so eng. Ziel ist 15. zu werden, 3 Mannschaften hinter einem zu lassen oder wenn möglich auch über die Relegation. Dann bin ich damit auf jeden Fall konform. Nächste Chance. Also wir spielen auf jeden Fall mit. Das sieht besser aus als in Dortmund, klar, weil wir auch noch zu 11 sind. Aber weil wir auch eigentlich so gut mithalten. Wir haben 5 Schüsse. Gut, XG-Wert bei 0,3. Da ging nur einer aufs Tor. Aber wir spielen auf jeden Fall besser mit, als ich gedacht hätte. Und die sehen auch noch alle sehr, sehr zufrieden aus. Versteht das aufgrund seiner Verletzung, klar. Also ich meine, wenn er verletzt weiterspielen will. Ansonsten sehen ja alle soweit begeistert aus und gelassen. Das heißt, wir können also auch zuversichtlich mal reingehen. Ja, wieder was reinrufen will ich jetzt nicht unbedingt. Aber komm, wir feuern sie nochmal an. Da haben wir hier Granit Xhaka. Der macht bestimmt viele Zweikämpfe und viele Fouls, aber müssen wir einfach mal aufpassen. Schöppner jetzt vielleicht. Wir sollen ja geduldig spielen. Geduldig sein, dann dauert es auch nicht mehr lange. Oh, Föhrenbach. Schöner Schuss. Gut, aber das ist halt nichts Zwingendes. Jetzt vielleicht mal beste Freistoß. Kurz ausgeführt. Dingshi wieder. Ja, haben wir. Das sieht alles gut aus von Weitem, aber da fehlt noch so die zwingende Torchance. Oh, der Fehler von Hincapie. Und jetzt, das muss doch der Ausgleich sein. Aber Kleindienst kriegt den nicht im Tor unter. Oh Mann, ey. Dicke Chance. Und dann muss man halt auch solche Chancen einfach nutzen. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen gewinnen die anderen die Spiele und wir halt nicht, ey. Wenn wir da einen Ausgleich machen, brauchen wir halt noch einen ausgebufften Torjäger, was Kleindienst natürlich ist. Aber den kann man natürlich auch mal machen. Und Beste. Schießt auch nicht so schlechte Standards, hat sich rumgesprochen. Also wir sind nach wie vor, so vom Gefühl her, jetzt auch die bessere Mannschaft. Leverkusen hatte, glaube ich, eine Chance von Adli und die war halt im Tor. So, was haben wir hier? Florian Pick. Wir sollten nun über eine Auswechslung nachdenken. Ja, er ist ja platt. Dann geht er auf jeden Fall rein. 9 Schüsse in Leverkusen. Hätte ich auch nicht gedacht. Gut, 2 davon aufs Tor. Das muss man immer mitbedenken. Aber trotzdem so gut mitzuhalten, finde ich schon eine starke Leistung. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann das zweite fallen. Und dann schauen wir halt leider doof aus der Wäsche. Ja, lassen den Ball richtig gut laufen. Jetzt haben sie halt Frimpong auf den Außen. Er ist halt so wahnsinnig schnell. Kommst du nicht hinterher. Und Boniface, so da ist das Tor. Und auch kein Abseits. Der Blick geht nicht auf den Schiri. Ein Kandidat für, was stand da gerade? Für das Tor des Monats oder für die Torjägerkanone? Habe ich jetzt nicht gelesen. Aber das ging natürlich zu einfach. Also den hätte Kleindienst wahrscheinlich dann auch noch gemacht. Aber ist halt auch das Thema Geschwindigkeit, dass wir da nicht hinterherkommen. Wir sind halt auch Heidenheim und Aufsteiger. Also damit muss man einfach rechnen, dass wir die meisten Spiele, denke ich, nicht gewinnen werden. Ja, Kleindienst wirkt jetzt natürlich auch so ein bisschen unzufrieden, klar. Es war auf jeden Fall mehr drin. Also das Ding hättest du hier heute nicht verlieren müssen. Wenn Kleindienst da den Ausgleich macht beim Stand von 1-0, dann geht das vielleicht auch in eine andere Richtung. Aber so, jetzt hoffe ich, dass es beim 2-0 bleibt. Weil 3-0 wäre schon zu hoch. Also das wäre auch nicht gerecht der Leverkusener Leistung gegenüber, aber das juckt niemanden. Das ist ja das Schöne, das interessiert im Fußball hinterher niemanden mehr. Man wird nur aufs Ergebnis gucken, weil das zählt. Und nichts weiter. Hier Dingshi nochmal mit dem Kopf. Ja, ihr seht, Chancen sind da, aber das ist nichts Zwingendes für Radetzky. Der musste jetzt bis auf die eine Situation von Kleindienst sich nicht weiter strecken. Achtung, nochmal ein Eckball, aber Müller ist auch da. Und dann hört sich das blöd an. 2-0 in Leverkusen ist ein bisschen schade eigentlich. Also es ist nicht so hoch wie in Dortmund. Das ist auf jeden Fall schon mal die gute Neuigkeit. Das heißt, dass wir auch hier mithalten können. Aber die Qualität, die reicht halt leider nicht aus, um solche Teams in Bedrängnis zu bringen. Ja, und Herr Eitekin hat offenbar... Nee, jetzt pfeift ab. Ich dachte, er hat noch ein bisschen Spaß an dem Spiel. Also 2-0 verlieren wir in Leverkusen, obwohl wir nicht die schlechtere Mannschaft waren, aber von der Qualität der Chancen her, da konnten wir halt einfach nicht mithalten. Das war halt schon vornherein klar. Aber die meisten sind trotzdem sehr begeistert. Begrüße das positive Feedback. Ich freue mich über deine Leistung. Gut, weil wir jetzt hinterher nochmal eine Ansprache gehalten haben. Aber es geht jetzt weiter. Gegen Union sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Wir rutschen auf den 12. Tabellenplatz ab.
Das ist völlig okay. Also damit wäre ich hochzufrieden, wenn es am Ende der 12. Platz bleiben würde. Und gegen Union, da könnte sowas Ähnliches wie gegen Bremen passieren, dass wir da vielleicht dann unsere Chancen mehr nutzen. Gimba fällt aus für 1 bis 3 Tage. Müssen wir mal gucken. Frankfurt gewinnt auch weiter. Scheibi, der Torschütze gegen Freiburg, die sind auch 5. Ich glaube, die werden auch irgendwo unter den ersten 6 oder 7 auf jeden Fall die Saison abschließen. Die haben echt einen guten Kader. Von der Qualität her, von den Spielern her, von den Spielertypen her, das ist gar nicht so verkehrt. Victor Boniface, Spieler der Woche, Trainingsplan, okay, das sind halt Nachrichten, die wiederholen sich. Also daran habe ich mich jetzt mittlerweile gewöhnt. Da gibt es auch ab und zu mal ein Update zum Scouting-Fokus. Da habe ich unter anderem mal Cedric Teuchert und Shinta Appelkamp, die auch richtig gut spielen in echt, und halt solche Namen, die können wir uns aber wahrscheinlich nicht leisten. Ihr seht ja hier die Empfehlung, hier unten die 4, 3, also eventuell hier Thorje Johan Helgason, wenn man den so ausspricht, von Braunschweig, 2. Liga, aber da weiß halt nicht, ob die Qualität für die 1. Liga reicht. Deswegen war das so schade. Die Chance von Kleindienst, hätten wir da vielleicht einen anderen Spieler gehabt, der vielleicht ein bisschen kaltschnäuziger ist. So, jetzt muss der Kirito aufpassen. Ich habe ihm ja versprochen, dass wir hier nochmal gucken. Jetzt werden die beiden Pokalspiele noch nachgeholt von Leipzig und Bayern. Bayern beim Rostocker FC, Münster gegen Leipzig. Und hier haben wir die Ergebnisse. Leipzig gewinnt und auch die Bayern gewinnen. Also bleibt die Überraschung leider aus, Kirito. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn Münster das hier geschafft hätte, aber 3-1, ich denke mal, das war ein gutes Ergebnis trotzdem. Da kann man trotzdem ganz stolz drauf sein. So, und jetzt husch husch zum nächsten Spiel. Dann schaffen wir vielleicht sogar ein drittes Spiel. Wir sind jetzt bei knapp 10 Minuten gerade mal angekommen. Vielleicht schaffen wir sogar noch ein drittes Spiel. Gucken wir mal, Jonathan Burkhardt, Scouting-Meeting wäre eine hervorragende Verpflichtung, aber der kostet doch so viel, oder? Guck mal, geschätztes Gehalt. Da können wir gar nicht mithalten. 6 bis 8,75. Interesse an Transfer sehr zweifelhaft und interessiert an einer Leihe, aber sehr interessiert. Hätte großes Interesse daran, auf Leihbasis zu unserem Verein zu wechseln. Ja, mach doch mal ein Angebot. Sie sind der Meinung, ja, mach doch mal ein Angebot. Aber eine Leihe erstmal, ne? Wo kann ich das machen? Hier, Leiheangebot. Aber, was machen wir denn hier? Die Leihe wird in der nächsten Transferperiode stattfinden, die am Montag, im 1. Januar beginnt. Okay. Ja, wir machen mal ein erstes Angebot. Gucken wir mal. Also das wäre zum Beispiel jemand, der würde auch Tim Kleindienst mal ein bisschen unter Druck setzen in dem Sinne. Also, das heißt unter Druck setzen. Aber ein gesunder Konkurrenzkampf. Maloney kommt wieder ins Mittelfeld rein. Heidenheim, da stehen die Wettquote. Oh, besser für Union. Okay. Wahrscheinlich wird das ein bisschen heftiger ausgehen als in Leverkusen. Vielleicht mit einem 4-5-0. Ich gehe mal hier vom Schlimmsten aus. Dortmund verliert, also die haben auch ein Auf und Ab hier. 3 Siege, 3 Niederlagen. Bei denen gibt es nur Ex oder Hop. Da gibt es gar kein Unentschieden. So, Hoffenheim, genau, haben wir gerade gesehen. Ah, Burkhardt leider abgelehnt. Wahrscheinlich ging es da ums Gehalt, oder? Da er für sie eine Rolle in der ersten Mannschaft spielt, okay. Mit einem Angebot, das sie nicht ablehnen können, wären sie vielleicht aber doch noch umzustimmen, insbesondere falls es eine beachtliche Kaufoption erhalten sollte. Naja, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Also wir sind Heidenheim, wir können hier nicht die Millionen auf den Tisch legen. Das ist halt leider so. Aber ein interessanter Spieler trotzdem. Salbon Schilki hat sich den Arm gebrochen. Oha, U19, ne? Genau. Gute Besserung auf jeden Fall dahin. Unsere U19 sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Die sind Vierter. Da können wir auch mal ab und an vorbeigucken, ob da vielleicht nicht mal einer mit dabei ist. So, und jetzt geht's gegen Union. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Umsetzen. Was haben wir hier? Benedikt Gimmer wird auf seiner Position, meiner Meinung nach wäre er als ballerobernder Mittelfeldspieler deutlich besser. Machen wir mal. Der Empfehlung komme ich sehr gerne nach. Kontrolliert, vorsichtig. Linke Seite fokussieren. Wen haben die denn? Volland, Becker, Gosens, Juranovic. Ist auch eigentlich gar keine schlechte Truppe. Aber bei Union, da läuft es momentan auch überhaupt nicht. Letzter Platz. Ja, jetzt haben sie auch Urs Fischer entlassen. Ja, das sind so unsere nächsten Spiele. Frankfurt, Augsburg dann nach der Länderspielpause. Und dann haben wir auch wieder bald DFB-Pokal. Zweite Runde gegen Sandhausen. Ja, gehen wir rein. Ermutigt, sind alle hoffentlich motiviert. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir gegen Union, die mit ihrer Fünferkette, vielleicht kommen wir ja da irgendwie durch. Da habe ich nicht zu beanstanden. Schreibt Dirk Gröser und Herbert Emmerling. Sievers Leben passt richtig gut in unser Spielsystem. Von daher schön, dass er von Beginn an spielt. Ja, perfekt. Ist dieselbe Mannschaft wie eigentlich in den letzten Spielen auch. Außer wir mussten mal irgendwie verletzungsbedingt wechseln. Von daher gehen wir rein. Nächstes Spiel bei Regen. Oha. Das erste Regenspiel. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja ein schnelles Spiel.
Und ein paar Tore fallen vielleicht für uns. Natürlich ein Tor mehr. Ich will jedes Spiel gewinnen. Schauen wir mal, wie wir uns hier machen. Wieder ein ruhiger und vorsichtiger Aufbau. Und vielleicht macht der Tim Kleindienst heute das Tor, was er gegen Leverkusen leider nicht gemacht hat. Oh, Beste vielleicht. Flankt da. Nee, da ist Maloney. Komm, der kann mal schießen. Ja, erster Schuss. Wunderbar gemacht von Heidenheim. Bochum führt gegen Gladbach. 1-0, okay. Gibt Infos von der Trainerbank, auch sehr schön. So, wenn diese Kameraperspektive kommt, dann passiert meistens immer was Gefährliches. Aber gut, hier in dem Fall wahrscheinlich nicht. Ruhiger Aufbau. Busch, der ackert über die rechte Seite. Das ist Wahnsinn. Das wird auch einer für die Nationalmannschaft. Haha. Und Tomala. Abseits? Nein, kein Abseits. Super Vorlage, klasse Flanke. Sehr gut. Da können wir also gleich mal loben, die ganze Mannschaft. Sehr gut gemacht. Die Fünferkette durchbrochen. Gegen 3 Mann in der Mitte. Sehr stark. Also 1-0. Somit klettern wir auf Platz 13. Oder wird die Tabelle nochmal aktualisiert? Naja, ist ja auch egal. Schauen wir hinterher. Also gutes Spiel. Doch, da oben wird sie doch aktualisiert. 10. Also wir starten besser in die Saison rein, als ich bislang gedacht hätte. Mal gucken, wie das so kurz vor der Winterpause aussieht. Aber das ist schön. Und auch die Statistik, die spricht für uns. Union hat noch 0 Schüsse aufs Tor. Ist aber auch eine sonst sehr ereignisarme erste Halbzeit. Guck mal, wir sind gleich schon in der Halbzeit. Auch die Kölner führen gegen Stuttgart. Ja, das ist schon Halbzeit. Also so viel Highlights gibt es gar nicht. Das Tor reicht ja. 1-0 würde ich auch mitnehmen. Sind auch 3 Punkte. Bin sehr zufrieden. So, weiter geht's. Mal gucken, ob wir hier jetzt ein paar Highlights mehr kriegen. Vielleicht schaffen wir echt wirklich noch ein drittes Spiel. Also wenn hier nicht so viele Highlights sind, je nachdem, dann können auch gerne 3 oder 4 Spiele mal hier vonstatten gehen. Ah, Beste muss den Freischuss kriegen. Jetzt hauen wir da ein Ding rein und gönnen mal dem Kleindienst noch ein Tor. Das muss er nämlich nachholen. Das hat er leider gegen Leverkusen nicht gemacht. Und wieder Busch. Komm, schöne Vorlage. Ja, einen zweiten Pfosten. Und Dingshi. Oh, ein bisschen zu hoch. Achso, war abgefälscht, okay. Machen gleich weiter. Schön druckvoll. Pressing. Aber auch ein sehr... Oh, mal eine Variante. Tomala. Ja, warum nicht? Und dann erstmal abgelockt. Also es wundert mich, dass wir Union wirklich so gut vom eigenen Tor fernhalten. Haben Osmas, der Schiri. Okay. Kleindienst Busch. Beste bringt ihn rein. Ich sehe immer nur unsere Jungs unten. Das ist sehr gut. 0 Schüsse. Das ist bislang richtig gut. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Zweite Gelbe für Union, da führen sie immerhin. Und wieder Eckball für uns. Also das wundert mich wirklich. Bochum führt 2-0 gegen Gladbach. Die erhöhen also auch. Ja, Dingshi. Ah, da steht keiner. Schade. Wenn da jetzt zum Beispiel Kleindienst gestanden hätte. Das wäre was geworden. Und dann bauen wir wieder hintenrum auf. Ganz entspannt. So ist das gut. Ja, so gefällt mir das. Ball hin und her schieben. Gegner laufen lassen. Ball nicht verlieren und dann hoch und weit auf Busch. Der sprintet dann die Außenbahn lang oder so. Tomala jetzt. Ah, Mist. Die haben Kleindienst gesucht in der Mitte, aber leider nicht gefunden. Aber hier, das ist Einbahnstraßenfußball vom Feinsten. Renault ist da. Der beste Mann wahrscheinlich bei Union. 2 Schüsse aufs Tor aber auch nur. Also wir haben viele Abschlüsse, aber... meistens halt vorbei. Der ging mal knapp übers Tor. Deswegen ist unser XG-Wert bei 0,9. Auf jeden Fall besser als bei Union. Die haben nämlich noch überhaupt gar keinen Schuss. So, was haben wir hier? Florian Pick nehmen wir rein. Ja, umsetzen. Und da war doch noch irgendeine Nachricht. Jetzt kommt erst nochmal der Freistoß von Beste. Der macht die Dinger echt gut. Also letzte Aktion von ihm. Ich hoffe mal, dass das dem Spiel keinen Bruch bringen wird. Nochmal Dingshi jetzt aber. Ne, noch eine Ecke. Also so viele Ecken haben wir auch noch nicht. 5. Ecke, glaube ich, schon mittlerweile. Oder 6. Wie kommt man denn hier zu den Statistiken? Ich komme nämlich nicht hier über dieses Tablet rein. Warte mal, Aufstellung. Da gab es auch hier noch so ein Fenster, was man machen konnte. Vielleicht hier. Taktik und Wechsel. Ne, das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Naja, wird schon irgendwie gleich nochmal kommen, wenn die Trainerbank wieder zu sehen ist. Nochmal der Eckball. Oh, Wahnsinn, ey. 10.000 Ecken. Hier, Schusskarte. Abgesehen von unseren Zielgenauigkeiten bei den Torschützen läuft alles gut. Geduldig spielen. Genau.
Das meine ich halt. Wir schießen zwar oft aufs Tor. Hier, jetzt haben wir schon 11 Schüsse. Union hat noch überhaupt nicht aufs Tor geschossen. Wahnsinn. Jetzt ein XG-Wert über 1. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt 2 Minuten vor Schuss. Aus Eckball Nummer 100 gefühlt. Vielleicht klappt es ja jetzt. Pick, Behrens wieder geklärt. Und Volland, pass auf, die erste Chance. Nee, das wäre so bitter. Verteidigen, Jungs. Kommt in die Zweikämpfe rein. Ich sehe nichts. Juranovic und Busch. Ja, macht das souverän. Jetzt klärt ihn da hinten. Ja, jetzt ausgerechnet Union. Weißt du, 90 Minuten lang nichts gemacht fürs Spiel und auch nach wie vor weiterhin. Sehr, sehr ungefährlich und das könnte vielleicht reichen. Oder Kleinitz macht jetzt noch ein zweites in der Mitte. Wo spielt er denn hin? Da war doch gerade jemand frei. Busch nochmal. Oh, das müssen wir auch besser ausspielen. So, stopp. Jetzt gucken wir nochmal hier. Benedikt Gimba kommt nochmal raus. Was war denn hier unten? Ah, Mist, hier dieses Trainerbank-Ding. Das vermisse ich so ein bisschen. Das muss auch irgendwo aufzurufen sein. Muss ich mich nochmal schlau machen, wo das geht. Vielleicht hier irgendwo Trainerbank. Nee. Vielleicht hier oben. Nee. Geht auch nicht. Naja, muss ich nochmal gucken. Da gibt es bestimmt irgendwo auch eine passende Option dazu. So, wir sind schon in der Nachspielzeit. Schiri darf gerne abpfeifen. Harm Osmas. Dann hätten wir hier den nächsten Sieg und würden uns mit 10 Punkten im Mittelfeld erstmal festsetzen, was sehr, sehr stark wäre. Und ich glaube, das bekommen wir auch hin, oder? Siersleben nochmal. Ja, also komm, wir sind schon längst drüber. Wir sind schon in der 4. Minute. Also Herr Osmas, Sie dürfen gerne abpfeifen. Jawohl, so macht das. Ein hochverdienter 1:0 Sieg. Sehen wir hier, die hatten echt 0 Schüsse aufs Tor. Wir haben die echt sowas von dominiert. Das überrascht mich. Also die spielen ja auch in der Champions League, ne? Davon mal abgesehen. 9 Ecken hatten wir dann am Ende 0. Die hatten 17 Fouls. Also sehr zweikampfbetontes Spiel, aber wir haben das am Ende richtig, richtig gut gemacht. Und so oder so ähnlich habe ich es mir gewünscht. So ein Saisonverlauf. Bislang mit Heidenheim. 10. Platz. Frankfurt 0:0 in Wolfsburg ist, denke ich, auch okay. Leverkusen gewinnt. Mainz ist auch immer noch oben mit dabei. Trotz der Niederlage Bochum überrascht mich auch. Ehrlich gesagt, Wolfsburg da unten, ja, Stuttgart sind auch schlechter als in Realität. Fantastisches Ergebnis von Fiona Hidalgo. Der freut sich. Benjamin del Toro, wir scheinen sehr viele spanische Fans zu haben. Ja, Peter Alvarado, bin so stolz auf Heidenheim. Ja, ich auch. Muss ich ja sein, zwangsweise nicht. Bin ja auch der Trainer, von daher ist das alles gut. Und sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Fischer erweist Busch seinen Respekt für gute Leistung. Und er wollte weg. Der wäre ja beim heutigen Gegner eigentlich gewesen. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Wer war hier? Ah, Ole Werner war da, um Dingshi weiterhin zu beobachten. Der ist ja auch nur geliehen. Da müssen wir dann auch gucken, am Ende der Saison, was wir da machen. Jetzt kommt Frankfurt, 5. Platz. Das ist natürlich ein Duell. Das würde ich gerne überspringen. Da würde ich gerne die 3 Punkte nehmen. Wäre gar kein Problem. Nach Analyse monatlicher Bericht. Analyse des besten Defensivspielers hier. Schaut euch an, der hat sich nicht irgendwie groß, wie sagt man, also der hat hier keinen großen Stress gemacht, sondern der hat sich einfach weiterhin reingehauen, obwohl er wechseln wollte zur Union und hat das dann richtig, richtig gut gemacht. Raf informiert sie über Negeles Entwicklung. Okay, scheint auch wahrscheinlich ein Jugendspieler zu sein. Christoph Negeles, ja, 18 Jahre alt. Ja, kann auch im Sturm spielen, aber bevorzugte Position ist linkes offensives Mittelfeld, okay. Auch mal im Auge behalten. Hier, jetzt, ach, die spielen unter der Woche. Nee, es ist Sonntag. Okay, also wir schaffen dann doch nur 2 Spiele. Ich dachte, wenn wir hier schneller durchkommen in der Woche, dann hätte ich wahrscheinlich noch ein 3. Spiel gemacht. So, Freiburg unentschieden. Bremen gewinnt in Darmstadt. Das Duell der beiden Kellerkinder und wir mit 8 Punkten. Wir sind voll im Soll. 10. Platz. Ich hoffe, es geht so weiter und es hört jetzt nicht so auf. So, wir haben monatliche Leistungsbeurteilung. Okay, kommt jetzt auch zum ersten Mal. Besorgt nach der heftigen 1:4-Klatsche gegen Dortmund. Naja, aber was haben die denn erwartet? Dass wir in Dortmund gewinnen oder wie? Also ein Punkt schön und gut, aber ansonsten sieht das gut aus. Hier 2-, 3+. Ich wäre froh, mein Zeugnis hätte so oder so ähnlich mal ausgesehen. Jobsicherheit auch sicher, also eine 2. Was haben wir hier? Monatliche Leistungsbeurteilung der Fans. Die waren auch besorgt nach der 4-1-Niederlage in Dortmund, aber auch da, wie gesagt, verstehe ich das nicht. Die Fans sind erfreut von der Arbeit, die geleistet wird, um die Ziele des Vereins für die Zukunft zu verwirklichen. Die Fans sind gespannt, was die Mannschaft auf dem Platz leisten wird. Genau, Transfers. Schauen wir auch mal, was im Winter so geht.
Die Kaderatmosphäre ist auch gut, sehr schön. Die Unterstützung, die steigt auch für mich. Klar, wenn der Erfolg da ist, dann sind auf jeden Fall alle gut gelaunt, das ist klar. Aber wichtig ist auch zu sehen, was ist, wenn mal eine Krise kommt. Ne? Wir werden auch mal 3, 4, 5 Spiele nicht gewinnen in Folge und dann kommt es drauf an, zusammenzuhalten. So diese Floskeln und Phrasen, die man halt immer hört. Ne? Wir stehen hinterm Trainer und das muss sich alles finden, neue Mannschaft und so weiter und so fort. Da kannst du auch eigentlich quasi Copy-Paste machen. So, wir haben einen neuen Leistungsanalysten, Robert Deising. Okay, auch sehr, sehr gut. Update zum Scouting-Fokus in Arbeit. Ja gut, Ali Du ist aber erst verliehen an Köln. Dann haben wir hier David Kolina von Augsburg. Da scheitert es halt jeweils am Preis, ne? Okay, der wurde aber auf die Leihliste hier gesetzt. Den würde ich mal im Blick behalten. Den hier. Warte mal. Wie kann ich das denn machen? Ein Angebot unterbreiten, vielleicht erstmal Leihe. Wenn der auf der Leihliste ist, warum machen wir es nicht? Beraterfeedback. Mein Klient ist an Gesprächen über einen Wechsel auf Leihbasis zu Heidenheim interessiert. Ja, siehst du mal. Ich hoffe, dass das soweit okay ist hier. Verhandelbar. Was haben wir denn hier? Monatlicher Beitrag 40.000. Wir haben gar nicht so viel, ne? Hier Transferbudget 206.000, Gehaltsbudget 362.000 pro Woche. Die aktuellen Ausgaben 396.000. Angebot machen. Dann schauen wir mal, ob das vielleicht im Winter was wird. Und das wäre doch gar nicht so schlecht. Mladenovic sichert sich einen neuen 3-Jahres-Vertrag. Die haben ja auch 22 neue Spieler bekommen. So, Lieberknecht, ja, verdienende Spieler. Warte mal. Tomala ist in der 11. Woche. Sehr, sehr schön. Monatsbericht zu den Statistiken verliehener Spieler. Da haben wir ja nur ein Gegenangebot. Warte mal, Angebot verstehen. Ach hier, das ist zu viel wahrscheinlich. Was machen wir hier? 20%. Die anderen Sachen, die kann ich gar nicht auswählen. Maximal vom Vorstand erlaubter Beitrag überschritten. Der erlaubt maximal nur 20. Ja, aber die wollen nach wie vor die 80% hier haben. Das werden wir nicht hinkriegen. Ende der Saison. Ende nächster Saison. Und wenn wir dann vielleicht auf 20% runtergehen, das ist für uns zu viel. Das ist für uns nicht machbar. Nochmal Angebot abschicken. Scouting-Bericht. Na gut, also ich würde sagen, wir schauen mal, wie es im nächsten Part läuft, ob wir den Spieler kriegen. Vielleicht bekommen wir noch in dem Part hier Bescheid, dass wir den wahrscheinlich nicht kriegen. Hier haben wir nochmal eine kleine Gegneranalyse zur Eintracht. Augsburg hat jetzt nochmal reagiert. Es hakt halt hier am Gehaltsanteil bei Einsätzen und ohne Einsätze. Das überschreitet halt leider den erlaubten Betrag. Und deswegen wird das halt maximal schwer für uns, hier irgendwelche Spieler zu holen. Oder wir müssen halt, warte mal, verhandelbar. Nicht verhandelbar, verhandelbar. Forderung kann ich leider nicht akzeptieren. Ich muss wieder auf diese 20% hier runtergehen. Monatliche Gebühr ohne Einsatz, wenn ich da nochmal was oben drauf lege. Schauen wir mal. Also so ein Außenverteidiger wäre ja auch gar nicht schlecht. Der ist Außenverteidiger, der kann auch ein bisschen offensiver spielen, aber Außenverteidigung würde ich schon auch sehr bevorzugen. Aber ich glaube, das wird auch nichts werden. Gehe ich mal von aus, oder? Wenn wir hier in den Posteingang gehen. Ich frage mich, wie oft wir hier verhandeln können. Gambia, Nominierung von Jaru, unwahrscheinlich. Das parkt ja an diesen 80%. Ich glaube, die anderen Sachen, das wäre überhaupt gar kein Problem. Aber es ist nicht möglich. Und zwar hier. Augsburg fordert für eine Leihe von David Kolina eine Gehaltsbeteiligung von 80%, wenn er Einsatzzeit bekommt. Und eine Gehaltsbeteiligung von 80%, wenn er keine Einsatzzeit bekommt. Augsburg möchte außerdem eine Klausel aufnehmen, die Heidenheim die Option gibt, den Spieler am Ende der Leihe für 2,4 Millionen Euro zu kaufen. Und auch das Geld haben wir nicht. Wir haben ein Transferbudget von 206.000. Also ihr seht, das ist eigentlich schade. Ich habe gedacht, die könnten... Warte mal, eine Kaufoption. Vielleicht können wir die einfach auch rausnehmen. Vielleicht löschen wir die einfach. Dann können wir hier vielleicht auch ein bisschen... Nee, ich dachte, dass wir hier dann ein bisschen höher gehen können. Aber auch hier können wir nur 20% machen. Das geht leider nicht. Sehr, sehr unglücklich. Also, wir beenden den Part hier. Im nächsten geht es dann unter anderem gegen Frankfurt nach der Länderspielpause. Dann auch gegen Augsburg. Und mal gucken, ob wir unsere Erfolgsserie da weiterführen können. Was haben wir hier bei der XG-Tabelle? Da sind wir ja auch einen Platz schlechter. Also wir sind hier genau bei 0. Also wir haben die Tore, die wir schießen sollten, haben wir auch geschossen. Im Endeffekt Karim Onisivo. 7. Lang auf der 1. Dann haben wir Selke. Harry Kane nur 5 Tore. Ist ja ganz schön schlecht hier auch. Gehen wir nochmal zu dem Überblick. Notendurchschnitt
Torvorlagen ist Sané, Gegentor, das wird natürlich jetzt heavy hier. Trapp, die haben auch erst, wie viele Gegentore? Ja, kann man gar nicht gucken, ne? Oder es geht bestimmt und ich weiß halt einfach nicht, wie es geht. Hier aktueller Stand. Frankfurt hat nur 4 Gegentore. Wir haben schon 8, 4 davon alleine halt gegen Dortmund. Auch sehr interessant, ne? Hier die Statistiken, wenn man mal raufgeht. Gegentore, die Tore, gegen wen hat man die meisten geschossen und so weiter. Also ich komme immer mehr und mehr dahinter. Und mal gucken, wie das hier mit David Cholina, glaube ich, spricht man den aus, wird. Ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen werden. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Lasst einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Macht's gut. Ciao, ciao.